zweiten Buch Samuel kommt das nochmal beim Konflikt zwischen David in Judäa und dem nördlichen Königreich. And so the Philistines, they had still had some of the Rephidim, the giants among them. Bei den Philistern gab es immer noch Nachkommen der Riesen, der Rephidim. And Goliath was the name of one of them. Und einer von ihnen hieß Goliath. 3 meters tall. 3 Meter hoch. His coat of mail was about 57 kilograms. Und sein Kettenhemd wog 57 Kilogramm. And even the head of his spear was heavy. Und alleine nur die Spitze seines Speeres wog schon 6 Kilo. And we get this pathetic situation where the whole armies of Israel were intimidated by this giant. Da hatten wir jetzt diese peinliche Situation, dass das ganze israelische Heer eingeschüchtert war von diesem einen Mann. And every day, for 40 days, this guy's come out and called for an opponent, and Israel was just terrified. Und 40 Tage lang ist dieser Goliath gekommen und hat Israel beschämt, indem er gesagt hat, wer will gegen mich kämpfen, und keiner hat sich getraut. Now, if Saul had been different, he would have been the one that would have gone out and fought Goliath as the king, knowing the protection of God. Ja. Und wenn Saul einen anderen Charakter gehabt hätte, dann wäre er vielleicht gegangen und hätte mit Goliath gekämpft als König und im Wissen um die besondere Salbung Gottes auf ihn. But rather than that, he wanted one of the troops, and he made great promises to the person who faces Goliath. Aber anstatt das so zu lösen, hat er Ausschau gehalten nach wer von seinem Heer würde das machen, und er hat große Belohnungen ausgesetzt. He promised him wealth. Reichtum. The whole family would be free from taxation. Die gesamte Großfamilie wäre von allen Steuern befreit. And he would marry into the royal family. Und dass er in die Königsfamilie einheiraten darf. And we read that this is a setting where David emerges as a military hero. Und das ist jetzt die Situation, wo David wirklich als militärischer Held sich hervortut. And we know that somehow David had cultivated a relationship with God while he was a young man. Und wir wissen, dass David irgendwie eine tiefe Beziehung zu Gott kultiviert hat, schon als junger Mann. Because firstly, he was indignant that the God of Israel was humiliated by this situation. Denn David war zuallererst einfach tief entrüstet darüber, dass hier der Gott Israels so beschämt wird. And he also had the understanding that battles are not won by military might, but by God. That was deep within his understanding. Und irgendwie hatte er das tief verinnerlicht, die Wahrheit, dass Kriege und Schlachten nicht gewonnen werden durch militärische Macht, sondern durch Gott. He was passionate that all the nations would know that Israel's God is the true God. Und seine Leidenschaft war, dass alle Völker und Nationen wissen sollten, dass Israel den wahren Gott hat. Now, just to place this battle deep on the reality of location. Also, um das mal praktisch zu machen, wo diese Schlacht stattgefunden hat. This, of course, is where David lived, and around here was where he kept his sheep. Also da in Bethlehem hat David gelebt und auch die Schafe gehütet. And he would have gone all this distance to the camp here. Und er ist
diese ganze Strecke gereist, um dort zum Lager der Armee zu kommen. And the Philistines actually said, if your champion kills our champion, we will be your slaves. Und die Philister haben gesagt, wenn euer Held unseren Held umbringt, dann wollen wir eure Sklaven sein. Of course, that was a lie. Das war natürlich eine Lüge. Because when Goliath died, they all fled and they fled back to their cities. Denn sobald Goliath besiegt war, sind sie zurück in ihre Städte geflohen. This is the valley today where it was thought this battle happened. Das ist das Tal heute, wo diese Schlacht stattgefunden hat. I assume it would have been around this area. Man vermutet, dass es da oben war. And David, you remember, he used a sling. Wie ihr wisst, hat David eine Schleuder benutzt. And using a sling was also an incredible skill. Und eine Schleuder richtig einsetzen zu können, das war auch eine Fähigkeit, die sehr schwierig war. Now, these stones have been found in archaeology and they were just like the sort of stones that would have been used in the sling. You know what a sling is? Ja, wisst ihr, was eine Schleuder ist? Also diese Steine hat man ausgegraben, archäologisch, und so muss man sich das vorstellen. This is considered to be the brook in that area that he may well have got his stones from. Und das ist das Bachbett, und es ist sehr gut möglich, dass David in diesem Bachbett seine Steine zusammengesucht hat, die er dann benutzt hat. This sling is actually an Assyrian sling, but it would have been very similar to the kind of thing that David. It's kind of the closest you get to a gun in the Old Testament setting, you know, pre-gunpowder setting. Das ist eine assyrische Steinschleuder, aber die ist sehr ähnlich konzipiert wie das, was David benutzt hatte. Und das war im Prinzip damals das Äquivalent von einer Pistole, bevor es Pulver erfunden worden ist. And this is considered to be the city of Gath that they ran to. It would have been on this mound here. Auf diesem Hügel war die Stadt Gath, wo die Philister sich zurückgezogen haben. And so we see David emerging as coming to fame because he trusted God. Und jetzt sehen wir, wie David zu Ehren kommt und berühmt wird, weil er Gott vertraut. And he was jealous for the name of God. Und weil er geeifert hat um den Namen Gottes. And so straight after this rather marvelous victory, we have what could seem to be a strange incident with Jonathan in chapter 18. Und dann in Kapitel 18, nach dieser tollen Geschichte, kommt eine Geschichte, die ein bisschen komisch aussehen kann mit Jonathan. Firstly, there's a marvelous friendship that developed between Saul's son Jonathan and David. Da entstand eine wunderbare und tiefe Freundschaft zwischen Jonathan und David. And it's interesting that Jonathan knew that David would be the next king and not him, who it should be in the ancestral line. Es ist interessant zu wissen, dass Jonathan irgendwie wusste, David wird König sein und nicht er selber, der eigentlich als Sohn des Königs ja der Nächste wäre, der König werden müsste. And there was this ceremony where Jonathan took off his robe and gave it to David with his armor, his sword and his belt. Und dann gab es da wie eine kleine Zeremonie, wo Jonathan seine Kleider ausgezogen hat und sie David gegeben hat und seine Rüstung, sein Schwert, seinen Bogen. And that was a symbolic way of acknowledging that David would be the king and not him. Und das war wie eine Symbolhandlung, mit der akzeptiert wurde, dass David der König werden wird und nicht Jonathan selber. And when in ancient times, I'm sure I've mentioned this, in ancient times when the dynasty changed,
one of the first things the new king would do is execute everybody from the old dynasty that would be a threat to him. Und damals war es ein bisschen Tradition, wenn es einen Wechsel gab im Königshaus, dass ein neues Königsgeschlecht kam. Die erste Amtshandlung war eigentlich immer vom neuen König, alle Nachfahren des alten Königs umzubringen, dass ihm niemand mehr gefährlich werden kann. And so this covenant was a way of David and Jonathan committing one another so David would not destroy the household of Jonathan. Und dieser Bund, den die beiden da geschlossen haben, das war der Ausweg, dass David nicht das ganze Jonathan und seine Familie vernichten musste, als er König wurde. And so after this battle, David was the hero. Nach dieser Schlacht war David natürlich der Held. And someone wrote a song about him in chapter 18, verse 7. Und in Kapitel 18, Vers 7 hat jemand ein Lied über ihn geschrieben. It doesn't say it, but I know it was a rap. Steht da zwar nicht, aber ich bin überzeugt, dass es ein Rap war. Saul had killed his 1,000. David his 10,000. Also Saul hat 1.000 geschlagen, aber David 10.000. And this went straight to the top of the iTunes download. Und das wurde zu einem sofortigen Hit auf iTunes damals. And this was the song. People were so impressed because David had saved them from their enemies. Und das hat einen tiefen Eindruck bei den Leuten hinterlassen, weil David sie wirklich von ihren Feinden errettet hat. And you can read that actually it's a little bit politically incorrect. Und wie ihr lesen könnt, ist das politisch nicht ganz korrekt natürlich. Because Saul gets attributed thousands, but David 10,000s. Weil Saul, der amtierende König, dem schreiben sie 1.000 zu und David aber 10.000. And it's here that we see a jealousy crept into Saul's heart that ended up being so tragic, so devastating. Und das ist das erste Mal, wo wir merken, dass Eifersucht sich einschleicht ins Herz von Saul, die nachher so zerstörerische Wirkung entfaltet. And we see a marvelous, or rather a very vivid contrast between Jonathan and Saul. Und wir sehen da einen ganz starken Kontrast zwischen Jonathan und Saul. Jonathan, who held his position as the expected next king and was willing to recognize God was doing something different and give that up. Da ist Jonathan, der seine zukünftige Position als König, dass er merkt, Gott macht was hier und er ist bereit, seine Königsposition abzugeben. And letting go of any kind of ministry is not easy. Und wie ihr vielleicht wisst, manchmal einen bestimmten Dienst loszulassen, ist nicht einfach. I've just noted over the years how it can be very easy to hear the call of God to move into a place of leadership or a particular ministry. Ich weiß, manchmal bekommt man eine bestimmte Berufung in einem bestimmten Dienst oder so. But it can be harder to hear God say, now, this is completed, you need to lay that down. Es ist viel schwieriger hinzuhören und es zu akzeptieren, wenn Gott anfängt zu reden, es ist Zeit, diesen Dienst loszulassen und aufzuhören. Yesterday, 3 years ago, my brother died. Gestern, vor 3 Jahren, ist mein Bruder gestorben. Him and his wife Rita were in YWAM longer than me. Er und seine Frau Rita waren länger als ich bei Jugend mit einer Mission. And for many years they worked in the city of Liverpool in England. Und für viele, viele Jahre haben sie in Liverpool gearbeitet. And it was really fun to see the work they pioneered grow and move into different cities. Und es war einfach eine Freude zu beobachten, wie die Arbeit, die sie da angefangen haben, gewachsen ist und sich verbreitet hat in verschiedene Städte.
very flourishing ministry. Ein Dienst, der wirklich gewachsen ist und geblüht hat. And then David, his name David, he noticed that the people on staff, they all began to leave, and the staff began to get smaller and smaller. Und dann ist meinem Bruder David aufgefallen, dass Mitarbeiter angefangen haben wegzugehen und dass die Mitarbeiterschaft immer mehr geschrumpft ist. And when that happens, you think, what am I doing wrong? Und wenn das passiert, dann fragst du dich natürlich als erstes, was mache ich bloß falsch? And you know, it seemed that no one was leaving because they were upset or angry. Each person seemed to be leaving because of a genuine sense that God was moving them on. Und es war keiner der Mitarbeiter ist gegangen, weil er irgendwie verletzt war oder ihm was nicht gepasst hat, sondern jeder eigentlich hatte Gründe, wo man klar sehen konnte, Gott leitet diese Person in einen neuen Bereich. And as he sought the Lord, there were questions: is there sin in my life? Have I missed something? Am I failing somewhere? Und er hat angefangen, den Herrn zu suchen und hat sich gefragt, ist da Sünde in meinem Leben? Habe ich irgendwas verpasst? Habe ich irgendwo versagt? Taking counsel from different people. Und hat sich beraten lassen von verschiedenen Leuten. But as they continued to pray, both David and Rita, they then came to a growing realization God was actually wanting to, for them to move on from that ministry into something new. Als sie dann weiter Gott gesucht haben, auch im Gebet, ist langsam in ihm die Erkenntnis gewachsen, dass Gott möchte, dass sie auch weiterziehen und dass er andere Sachen für sie hat. And out of that, they left Liverpool, moved to Spain, and began to have a ministry into the whole of North Africa. Und dann haben sie Liverpool verlassen und sind nach Spanien umgezogen und haben dort dann einen Dienst aufgebaut, der nach ganz Nordafrika rein Auswirkungen hat. What David was seeing as failure, this ministry is collapsing. Und was David zuerst gesehen hat als Versagen und der Dienst zerbricht hier, was actually God wanting to move them into a sphere of ministry with a greater influence. War eigentlich was ganz anderes, nämlich Gott wollte sie umpflanzen in einen neuen Dienst, der einen viel größeren Wirkungskreis hat. And because sometimes that can be difficult to leave something, it's not unusual that there's a bit of turbulence that happens in people's lives at that time. Und weil es so schwierig ist, einen bestehenden Dienst zu verlassen, das hat oft Turbulenzen zur Folge, weil Leute manchmal nicht verstehen, was da gerade los ist. For about 10 years, I was an elder of my local church. Für ungefähr 10 Jahre war ich ein Ältester in meiner lokalen Kirchengemeinde. There's myself and the pastor, we were the leading elders with this church. Also zusammen mit meinem Pastor waren wir zwei so die Hauptältesten in der Gemeinde. We saw the church grow, we had to move to a different building, we saw development on their site, with people coming to Christ, being baptized. Wir haben gesehen, wie die Kirche wächst und sich entwickelt so sehr, dass wir umziehen mussten in ein neues Gebäude und Leute haben sich bekehrt und es ist wirklich viel passiert. And we would meet every week to talk and pray. Und wir haben uns jede Woche zum Beten und Reden getroffen. And Dave said to me, he's another David. Und dann hat Dave, wieder ein anderer David, zu mir gesagt. He said to me, I really feel my time is coming to an end of the church. I've led it as far as I can. Ich habe den Eindruck, ich habe diese Gemeinde so weit geleitet, wie ich das kann. Und meine Zeit hier ist irgendwie, kommt das zu einem Abschluss. But there was nothing he had to move into. Aber es gab eigentlich nichts, wo er als nächsten Schritt hingehen konnte. And so if he had left, he would have had nothing, no salary, no job, nothing. Also wenn er dann gegangen wäre, dann wäre er im Nichts gestanden. Keine Arbeit, kein Gehalt, nichts. And therefore he stayed on. Und deshalb hat er dort weitergemacht. And what I noticed is the church, rather than continuing to grow, it began to
get rocky and people saying things, and it began to decline. Und interessant war, dass die Kirche dann nicht einfach wie vorher weiter gewachsen ist, sondern dass es auf einmal anfing, alles ein bisschen wackelig zu werden und Leute haben angefangen zu tratschen. And so when he did leave, about a year later, it was more of a difficult leaving. It wasn't as good as it could have been. Und als er dann doch gegangen ist, ungefähr ein Jahr später, dann war das ein Abschied, der viel schwieriger war, als es vor ein Jahr früher gewesen wäre. Which was such a shame, because he had done such a good job. Und das war so schade, weil er hat wirklich so einen super Job da gemacht. Learning now when to start is important. Rauszufinden, wann man etwas anfangen soll, ist wichtig. Knowing when to stop too is important. Aber rauszufinden, wann ich mit etwas aufhören soll, ist mindestens genauso wichtig. Now the tragedy of Saul is that rather than being able to celebrate David, he saw him as a threat. Und was so schade ist mit Saul ist, anstatt dass er David gefeiert hat, hat er angefangen, ihn als Bedrohung zu sehen. And he began to persecute David. Und er hat angefangen, David zu verfolgen. A couple of times when David was playing the harp, the lyre, Einige Male, als David für ihn auf der Harfe gespielt hat, he threw a spear at him. hat er seinen Speer nach ihm geworfen. Now, if someone throws a spear at you, you know you're in trouble. Also nur als kleiner Tipp, wenn jemand einen Speer nach dir wirft, dann weißt du, dass du in Trouble bist. He arranged David's position in the army that he would be in a place of danger, hoping the Philistines would kill him. Und dann hat Saul dafür gesorgt, dass die Position im Kampf, die David eingenommen hat, eine gefährliche Position war. Und Saul hat gehofft, dass so die Philister ihn erledigen. He broke his commitment. He did not give him wealth. He did not give him his daughter as he had promised. Und Saul hat seine Versprechen ihm gegenüber gebrochen. Er hat ihm nicht Reichtum geschenkt und auch seine Tochter nicht zur Frau gegeben. His eldest daughter was married somewhere else. Anstattdessen hat er seine älteste Tochter wem anders verheiratet. But then the second daughter, Michal, she actually had love for David. Aber die zweite Tochter von Saul, Michal, die hat David wirklich lieb gehabt. And he for her. Und er sie. So Saul exploited this. Und Saul hat das ausgenutzt. And we see a custom of something known as a bride price. Und da sehen wir eine Tradition, eben den Brautpreis zu bezahlen. A custom in European nations we're not familiar with. Und in Europa kennen wir diese Tradition nicht so. But it's still a custom in various nations today. Aber in vielen Ländern ist das bis heute noch üblich. Did you pay a bride price? You did. But North India, North India. some part of North India. Yes. Also in Nordindien ist das noch üblich, dass man einen Brautpreis bezahlen muss. The bride price, for those of us who are not in that culture, it almost looks like you're buying the woman from the father. You're buying the Also woman der from the father. Brautpreis für uns, die wir das nicht so kennen, im ersten Moment sieht es so aus, als du kaufst die Braut von ihrem Vater. But in those traditions, that is not seen that way. Aber in diesen Traditionen, wo das herkommt, wird das so nicht gesehen. Because in the biblical world, the husband or the prospective husband would give a bride price to the father. In der biblischen Welt hat der zukünftige Ehemann also dem Vater der Braut ein Geschenk gemacht. And then the father would give his daughter a dowry. Und der Vater gibt seiner Tochter eine Mitgift. And that gift was hers. It wasn't the husband's, it was hers. Und It was diese her Mitgift own protection. gehörte der Braut und die nicht dem Bräutigam. Das war ihre Sicherheit praktisch. And one of the ways widows would be exploited is they wouldn't have the dowry which was theirs released to them because that was their right. Und eine Sache, die Witwen oft
ausgenutzt worden sind, ist, dass diese Mitgift, die eigentlich ihm gehört, ihm nicht gegeben worden ist. And so when it comes to Michael, Und jetzt, wenn es um Michael geht, David, as a poor man, a poor shepherd, had no hope of paying a bride price for the daughter of a king. David als Hirte hatte keine Chance, dem König einen angemessenen Brautpreis zu zahlen. And so we get this, what I'm sure to many of us is a really strange situation. Und damit kommen wir zu einer Situation, die für uns alle sehr befremdlich ist. When the king says he desires no marriage present except 100 foreskins of the Philistines. Wo der König zu David sagt, er möchte keinen anderen Brautpreis haben als die Vorhäute von 100 Philistern. Now, of course, the Philistines were uncircumcised. Die Philister waren ein Volk, das nicht beschnitten war wie die Juden. And the point is, no Philistine would willingly be circumcised so David could get married. Und natürlich wollten sich die Philister nicht freiwillig von David beschneiden lassen, nur dass er heiraten kann. So what that would mean is killing them first, and of course that was the point. Und also die Idee war, er muss sie vorher zuerst umbringen, dass er an ihre Vorhäute drankommt. Und darum ging es eigentlich. But again, in Saul's mind was that would put David in danger and he may get killed himself. Aber in Sauls Gedanken, das war eigentlich der Punkt, dass David sich Gefahr aussetzt und hoffentlich dabei selber umkommt. And so we get a summary in verse 29 where it says, chapter 18 verse 29, so Saul was David's enemy from that time forward. Und als Zusammenfassung am Ende von Kapitel 18 steht, dass Saul zum Feind wurde von David sein Leben lang. And so you get this dynamic now between Saul and David, and it was very dangerous for David. Und da sieht man jetzt schon, wie die Dynamik zwischen Saul und David sich entwickelt, und das war eine sehr gefährliche Situation für David. Saul promised his son Jonathan he would not kill David, and then he threw a spear at him the second time. Also Saul verspricht Jonathan, dass er David nichts antun würde, und schmeißt dann doch wieder ein Speer nach ihm. And then in danger he was in his house he was watched, and his wife Michael helped him escape. Und dann ist David in seinem Haus bewacht und beobachtet worden, und Michael hat ihm geholfen zu entkommen. And this is the stuff of an action movie. Also das sind eigentlich Zutaten für einen Actionfilm. Well, they put this model thing in the bed and a hairy cushion, and it made it look like he was still in bed, but he escaped out the window. Wo sie Sachen ins Bett tun, so dass es aussieht, als ob er noch im Bett liegt, und gleichzeitig entkommt er. And it's in this context that we have Psalm 59. Und in diesem Zusammenhang ist Psalm 59 entstanden. And as I said, as you read the Psalms, you get a glimpse of David's prayer diary. Und wie ich schon gesagt habe, wenn ihr die Psalmen lest, bekommt ihr einen Einblick in Davids Gebetstagebuch. And this is known as a psalm of lament, which means it's a psalm of someone in trouble crying out to God. Also das ist ein Psalm, der als Klagelied vorzusingen war. And as is not uncommon in the Psalms, some of them have a refrain or a chorus. Manche von den Psalmen haben wie ein Chorusteil, der wiederholt wird. And this one does in 59 verse 6. In Vers 6 ist das hier der Fall. And in verse 14. Und in Vers 14. Each evening they come back howling like dogs, prowling about the city. Abend für Abend kommen, bei uns ist das Vers 7. Abend für Abend kommen sie wieder, heulen wie die Hunde und laufen in der Stadt umher.
I think the numbers are often different because you have a verse number for the header. Ja. And we, Bei den Psalmen sind die Nummerierungen zur englischen Bibel oft anders, weil bei uns die Überschrift als eigener Vers gilt. And you find out the layout here, which is typical to Psalms of Lament. They all tend to have the same elements. Also diese Klagepsalmen haben alle die gleichen Elemente. Cry for deliverance, Ein Ruf nach Errettung, accusation against the enemy, Anklage gegen die Feinde and usually a strong statement of confidence in God. und dann irgendwo noch